Eigene Achse zur Rennstrecke fahren war 1969 ein Gedanke bei der Entstehung des Melkus RS 1000. Er durfte unter dem Vorwand, zu Ehren des 20. Jahrestages der Gründung der DDR gebaut werden und war der einzige Sportwagen der DDR. Wir beginnen mal hier mit dem historischen Stück GT33, Baujahr 72, im unrestaurierten Zustand, der jetzt bei uns wieder aufgearbeitet wird und dann natürlich auch wieder fahrbereit gemacht werden soll. Und es ist ganz schön, mal den Vergleich zu haben zwischen einem Auto, was sozusagen vor über 50 Jahren im Hause Melkus gebaut wurde, und einem Neuaufbau, der jetzt wirklich gerade erst fertig wird, auf Kundenwunsch gebaut, natürlich auch mit historischen Teilen. Ja, ist natürlich immer noch dieselbe Form, aber man hat natürlich heute vielleicht hier und da nochmal andere Möglichkeiten, in der Sattlerei ein bisschen individueller auf die Kundenwünsche einzugehen. Das war zu DDR-Zeiten natürlich nie alles so möglich. Mittlerweile sind aber nochmal gut 50 Autos dazugekommen, die wir jetzt sozusagen in der Neuauflage nochmal gefertigt haben. Und aber eben, wie gesagt, mit alten Teilen im historischen Aufbau. So stehen wir heute noch im Prinzip für alle Kunden, alle Fahrer mit den alten und den aktuelleren Autos für Rat und Tat zur Verfügung. Wir reparieren sie, Unfallreparaturen, normale Serviceintervalle, Betreuung an der Rennstrecke. Das ist natürlich auch sozusagen ein wichtiger Teil unserer Firma. Der Melkus fühlt sich auf der Rennstrecke wohl. Schon das Ein- und Aussteigen unterscheidet sich enorm von anderen Autos. Gewusst wie, ist es ganz einfach, auch für größere Menschen. Konzipiert wurde es, muss man ganz ehrlich sagen, nicht unbedingt als Couple Racer, sondern wirklich als Rennwagen. Ne? Also wenn man da drinnen sitzt, sitzt man im Prinzip 10 cm über dem Boden auf der Bodenwanne. Das Fahrzeug ist hart abgestimmt, fährt sich im Prinzip wie ein großes Go-Kart, ist extrem leicht, dadurch auch sehr agil und wurde letztendlich als Rennsportwagen konstruiert. Deswegen steht ja auch das RS in der Typenbezeichnung drin. Und die Idee war letztendlich aber mit dem Fahrzeug Straßen zugelassen, zur Rennstrecke zu fahren, mit geringen Modifikationen, dort dann am Rennen teilzunehmen und wenn alles heile bleibt, damit auch wieder zurückzufahren. Also die Idee dahinter war kostengünstiger Motorsport in der DDR. Das hat auch tatsächlich stattgefunden. Also es wurden viele Jahre lang Rennen mit diesen Fahrzeugen ausgetragen und es war am Anfang sogar eine Bedingung, um so ein Fahrzeug erwerben zu können, dass man auch an Wettbewerben teilnimmt. Die ersten Wettbewerbe bestritt Melkus 1951 mit Rennwagen auf VW- und Veritas-Basis. Er nahm an 289 Rennen teil und erzielte 80 Siege. Zwischen 1958 und 1972 war Heinz Melkus 5-mal DDR-Meister. Die Geschichte im Hause Melkus, die verbunden ist mit dem Rennsport und dem Sportwagenbau, beginnt ja eigentlich nicht mit dem RS 1000, sondern die begann schon viele Jahre vorher. Mein Großvater, der Heinz Melkus, hat Formelrennwagen konstruiert, Gitterrohrrahmen mit Aluminiumkarosserie, diverse Versionen, damals auch schon mit Wartburg-Motor angetrieben. Hatte damit so viel Erfolg als Fahrer und als Konstrukteur, dass er eben auch damals schon Kleinstserien von diesen Rennwagen gebaut hat. Gab da das Fahrzeug mit der Spitzname Melkus-Zigarre. Da wurden fast 100 Stück gebaut, die wurden bis nach Russland exportiert oder nach Ungarn. Damit hat er sich nicht nur in der Motorsportszene einen Namen gemacht, sondern natürlich auch bei Leuten sozusagen, die ihm zugetraut haben, dann auch mal so ein straßenzugelassenen Sportwagenprojekt sozusagen umzusetzen. Also er hatte schon vorher viele Reputationen als Rennfahrer, als Konstrukteur und als Produzent letztendlich auch der Fahrzeuge. Und sein Wunsch war es dann eben irgendwann, einen straßenzugelassenen Sportwagen eben auch zu konzipieren. Das hat er mit dem RS 1000 dann 1969 umgesetzt, was natürlich für die Zeit nie ganz einfach war. Ne? Unter den politischen Verhältnissen so ein Sportwagenprojekt zu DDR-Zeiten umzusetzen, kann man sich vorstellen, war nicht einfach, aber er hat dort Wege gefunden. Es war natürlich ein absoluter Hingucker, ne? Mit den Flügeltüren, mit dieser traumhaften Form, die zeitlos ja heute auch noch sehr schön ist. Und so entstanden zwischen 1969 und 1979 in den 10 Jahren der Produktion 101 Stück von den Fahrzeugen. Da hat jeder hingeschaut.
Wie mag ein Melkus zu DDR-Zeiten wohl neben Trabant und Wartburg ausgesehen haben? Tatsächlich hat sich das natürlich, so oft hat man nicht eingesehen, muss man natürlich sagen. Die 100 Stück verteilt auf die DDR. Es war jetzt nicht so, dass man da permanent einen Melkus gesehen hat. Aber das wurde natürlich auch für Pressezwecke und im Fernsehen hier und da mal mitverwendet. Und für viele war es ein Jugendtraum, den sich manche heute noch dann bei uns erfüllen sozusagen. Für andere war es natürlich auch einfach ein absolutes Highlight, dass man sagen konnte, okay, wir haben auch einen eigenen Sportwagen. Und der sieht gar nicht so schlecht aus und der fährt auch noch richtig gut. Um Autos zu bauen, wurden damals wie heute Bauteile von anderen Typen übernommen. Kenner erkennen sofort, in welche Regale gegriffen wurde. Von außen sieht man natürlich schon ein paar übernommene Bauteile. Blinker vom Wartburg, damals auch noch die ausgestellten Felgen, die Stahlfelgen, die im Hause Melkus dann umgebaut wurden. Die Frontscheibe ist übrigens auch vom Wartburg, inklusive dem Frontscheibenrahmen, der natürlich aber viel schräger angesetzt wird im Rohbau, um dann letztendlich auch die Form zu erreichen. Und ja, abgesehen mal davon steckt hier natürlich auch ein Wartburg-Fahrgestell drunter, was sehr stark modifiziert wird. Aber die grundsätzliche Technik des Melkus RS 1000 ist der Wartburg 353, inklusive dem Kastenprofilrahmen, der verstärkt wird, den Achsen, die modifiziert werden, ne, um ein bisschen flacher zu machen, um ein bisschen sportlicheres Fahrverhalten zu erreichen, mehr Sturz zu erreichen, wurde alles entsprechend angepasst, aber die Basis ist der Wartburg 353. Mit unheimlich viel Liebe zum Detail entstanden außergewöhnliche Formen, die dieses Auto unverwechselbar machen. Also das Lenkrad stammt meines Erachtens aus einem Sportboot. Das hat mein Großvater hat damals auch Sportboote betrieben und das war in einem Sportboot verbaut. Und dann hat er gesagt, eigentlich sieht das so gut aus, das könnte eigentlich auch mein Melkus RS 1000 passen. Der Sportwagenhersteller ist auch für seine einzigartigen Felgen bekannt. Sie werden heute zu Höchstpreisen gehandelt. Diese ausgestellten Felgen, die wurden jahrelang im Hause Melkus gebaut und richtig mit KDR-Nummer, auch mit Zulassung. Und wir haben heute noch viele Anfragen, ob wir sowas nicht noch machen würden. Ich muss dazu sagen, machen wir nicht mehr und wir haben auch keine Restbestände mehr, um das mal klarzustellen. Aber tatsächlich war das so. Das war damals, wurde im Hause Melkus richtig mit Zulassung letztendlich die verbreiteten Felgen gebaut. Mhm. So. Es gab die Variante der ausgestellten Stahlfelgen und wenn wir mal zu den Parts gehen, das ist eigentlich die Variante, die fast noch ein bisschen typischer ist für den RS 1000, und zwar sind das die Melkus Magnesiumfelgen. Die wurden auch ursprünglich in den Formelrennwagen bei meinem Großvater verbaut und er hat die dann adaptiert für den RS 1000, haben auch bloß für den RS 1000 eine Zulassung. Die sind natürlich nochmal als Magnesiumfelge nochmal sage ich mal, in der Breite variabel zu gießen und natürlich trotzdem sehr leicht, ne, was ja für den Rennsport auch immer sehr wichtig war. Dieser Sportwagen gehörte in der DDR zu den am stärksten motorisierten Autos mit Straßenzulassung. Naja, wir können ja mal Richtung Motorraum gehen. Der befindet sich im Gegensatz zum Wartburg bei Melkus hinten als sozusagen Heckmittelmotor konzipiert. Und das ist als Basis natürlich der Wartburg Block. Und der wird modifiziert mit einer Dreivergaseranlage, mit einer speziell abgestimmten Ansaug- und Abgasanlage. Und er hat dann in dem Aufbau, wie er von uns aufgebaut wird, bei 1000 Kubik um die 70 bis 75 PS. Und in der Variante aufgebohrt dann auf 1100 Kubik zwischen 85 und 90 PS. Das sind dann eher so die Cup-Fahrzeuge, die wir aufbauen. Und ja, diese Varianten gibt es. Moderne Sicherheitseinrichtungen wie Airbag, Spurhalteassistent sucht man im Melkus RS 1000 vergebens. Doch die Leistung und das geringe Gewicht des Autos ist bis heute in einem höchst sportlichen Segment. Gibt es auch unterschiedliche Ausführungen. Es gibt so eine Leichtbauausführung, wo dann verschiedene Bauteile, die sonst aus Stahlblech gefertigt werden, in Aluminium gefertigt werden. Da sind wir dann weit unter 700 Kilo. Ansonsten kann man so um die 690, 700 Kilo ansetzen für das Fahrzeug, was natürlich auch extrem leicht ist. Der Aufbau ist wie gesagt der Kastenprofilrahmen aus Stahl. Die ganze Mittelzelle ist aus Stahlblech aufgebaut, in der man drinnen sitzt mit dem Überrollbügel und dem Windlauf und dem Dach. Die Bodenwanne besteht aus Aluminium und der Aufbau Türen, Heckhaube, Fronthaube ist dann als GFK-Bauteil. Verschiedene Dinge wie der angepasste Tank,
den man von der rechten und der linken Seite befüllen kann, lassen erkennen, dass dieses Auto zuerst für die Rennstrecke konzipiert wurde. Grundsätzlich hat man sozusagen auf jeder Fahrzeugseite einen 25-Liter-Tank, ne? Insgesamt dann sozusagen ein Volumen von 50 Litern. Und man hat den Tank so geschickt integriert in das kleine, leichte Auto, dass im Prinzip kein Platz war für einen großen Tank, sondern man musste 2 kleine Tanks bauen. Und die haben ein Verbindungsstück in der Mitte, ne? Also die füllen sich sozusagen gleichmäßig. Und die Variante hier war im Prinzip, dass man die je Seite befüllen kann, je nachdem, wo man gerade ranfährt. Und später hat man das aber aus optischen Gründen auch weggelassen und hat dann sozusagen einen Tankeinfüllstutzen unter der Frontklappe sozusagen platziert und damit aus dem Sichtfeld raus und die Karosserieform blieb geschlossen. Für so einen, wir nennen das rekonstruierenden Neuaufbau, ist wie gesagt immer ein alter Wartburg die Basis und auf dem bauen wir dann im hinteren Bereich, sieht man das, die sogenannte Mittelzelle auf. Und wenn das dann alles fertig geschweißt ist und alle Schleifarbeiten abgeschlossen sind, geht es zur Pulverbeschichtung. Da hat man dann einen dauerhaften Rostschutz letztendlich. Und in der Phase jetzt werden die Karosserieteile angepasst für das Fahrzeug. Ne? Das beginnt mit der Bodenwanne aus Aluminium, Fronthaube, den Türen und der Heckhaube, die jetzt hier in dem Fall noch gar nicht aufgebaut ist. Und das sind jetzt nie einfach irgendwelche Bauteile, die man aus dem Regal nimmt und dann passt das, sondern die haben alle Übermaßlängen und werden mit Verbindungsstücken am Fahrzeug sozusagen ein- und aufgepasst. Das Heckteil zum Beispiel wird auf so eine Art Spiegelgestell aufgebaut und dann miteinander verklebt, damit es dann auch letztendlich eine gewisse Steifigkeit in sich bekommt. So eine Tür besteht auch aus mehreren Bauteilen, die miteinander verklebt werden und verstärkt werden. Und ja, so zieht sich so ein Rohbau schon alleine fast ein halbes Jahr hin, kann man sagen. Ne? Vom ersten Handgriff am Wartburgrahmen, der immer die Basis ist, bis zur Auslieferung an den Lackierer, der dann die Farbgebung macht, kann man schon sagen, ist ein halbes Jahr Arbeit. Und dann kommt nochmal ein gutes Vierteljahr Arbeit hinzu, das Fahrzeug dann in der Endmontage zusammenzubauen. Tatsächlich ist es so, dass bei uns natürlich auch noch absolute Urgesteine noch mitwerkeln. Der Siegfried Anacker ist eine absolute Karosseriebaulegende im Hause Melkus. Der hat schon am allerersten Melkus Ersthausen mitgebaut und kommt auch heute noch ab und zu mal mit vorbei und hilft mit aus. Und so kann er eigentlich sagen, er hat an allen Melkus Erst 1000 Hand angelegt. Und ja, das ist ähnlich wie bei meinem Vater, der auch schon in den 70er Jahren alles mitgebaut hat. Der Motorenbauer, den gibt es noch, der hilft uns noch mit aus. Also wir haben noch absolute Urgesteine, die hier mitbauen. Und dazu haben wir natürlich auch ein sehr junges Team, die jetzt von den Älteren sozusagen alles erlernt haben, sodass man dann auch darüber hinaus für die Zukunft dann auch sozusagen das Know-how erhält. Und das war immer das Ziel. Und ja, ich denke, da haben wir eine ganz besondere Geschichte, dass eben auch wirklich noch die älteren Mitarbeiter hier und da nochmal mit aushelfen. Man könnte meinen, dass es sich nur um Nachbauten handelt. Aber das ist weit gefehlt. Die Neuaufbauten sind wie die historischen Melkus absolute Originale. Es gibt ja hier und da mal welche, die sagen, hier, wenn so ein Neuaufbau da passiert ist, ist eine Art Replika. Tatsächlich ist es aber eigentlich bloß eine Produktionspause, weil es sind immer noch der Hersteller, es ist immer noch die Familie, es sind immer noch die Mitarbeiter und die alten Teile, die wir verwenden. Und damit lag bloß eine sehr, sehr lange Pause dazwischen. Ja, und damit sich der Kreis dann schließt, die lackierte Karosse kommt dann natürlich wieder zu uns zurück. Da sind dann allerdings schon die Achsen und die Pedalerie und so weiter montiert, dass man es letztendlich auch als Rolling Chassis bewegen kann. In der Phase, wenn die schönen lackierten Bauteile kommen, bauen wir das Fahrzeug in der Endmontage zusammen. Das heißt, der Motor kommt rein, der Kabelbaum wird verlegt, Getriebe wird montiert, die sogenannte Hochzeit findet statt. In der Phase befindet sich jetzt hier zum Beispiel das Fahrzeug. Ja, das ist dann natürlich auch für die Kunden eigentlich so das Schönste, wenn sie dann irgendwie sehen, dass ihre Ideen zur Farbe, also Lackfarbe, zur Interieurgestaltung dann letztendlich auch umgesetzt werden. Jeder hat da so seine Ideen und Wünsche, die wir versuchen weitestgehend da auch umzusetzen. Somit wird jeder Ersthausen dann auch wirklich ein Unikat. Wir haben uns also letztendlich war schon zu DDR-Zeiten, wer da seine spezielle Farbe irgendwie aus dem Westen bekommen hat, dann wurde die auch letztendlich lackiert. Es gab jetzt nie eine feste
Farbgestaltung für den R1000. Das war zu DDR-Zeiten schon, wenn da irgendjemand an eine spezielle Lackfarbe rangekommen ist, wurde die dann natürlich auch für ihn lackiert. Und heute handeln wir das ähnlich. Wenn jemand unbedingt ein rotes Auto haben will, kriegt er ein rotes. Wenn er ein gelbes haben will, kriegt er ein gelbes oder ein grünes oder was auch immer. Da ist man völlig frei. Ne? So. Während einer kleinen Probefahrt durch Dresden zeigt Sepp Melkus, was in dem Auto steckt. Schock ziehen. Also das ist schon ein anderer Sound. Ja. Mein lieber Herr Gesangsverein. Eingegossen. Ja, man hat auch eher eine liegende Position als sitzend, wenn man ja das Auto mit reinpackt. Da merkt man schon kurze Federwege, also bei unebenen Straßen merkt man wirklich jeden. Aber du bügelst hier ganz schön drüber, ne? Also du fährst jetzt nicht langsam. Nee. Ich glaube, das muss dann auch ein bisschen wackeln, weil sonst wäre das unglaubwürdig. Gut, der ist jetzt in dem speziellen Fall auch wirklich mit Sportfeldern ausgestattet. Der könnte, so wie er jetzt dasteht, auch unproblematisch an irgendeinem Rennen, im historischen Rennsport mit teilnehmen. Und die Armaturen, sind das Eigenentwicklungen oder kommen die auch jetzt von anderen Autos? Nee, das war eigentlich damals schon, der Tacho war eine Eigenentwicklung und der Drehzahlmesser, da gab es damals den Sarembe Drehzahlmesser, der in den Sportbooks mit verbaut wurde. Heute bauen wir den im Prinzip nach, der sieht identisch aus, aber es gibt einfach zu wenig von diesen Drehzahlmessern auf dem Oldtimer-Markt, sodass man dort einfach gezwungen war, den sozusagen nachzubauen. Und bei der Gelegenheit haben wir dann auch gleich unser Logo damit reingebracht. Heinz Melkus war auch exzellenter Diplomat. So nutzte er geschickt das Geltungsbedürfnis des Sozialismus. Er ernennt Entwicklungskollektive, sozialistische Renn- oder Entwicklungsgemeinschaften, deren gedankliche Inhalte bis zum Ende der DDR recht erfolgreich genutzt wurden. Doch weder er noch die meisten seiner Kunden waren mit der Stasi verbunden. Ich muss dazu sagen, ich bin 83 geboren, ich war 6 dann, als die Wende kam und habe es jetzt auch nie live miterlebt. Aber ich kenne natürlich schon auch die Anekdoten von damals und wie das alles ablief und bin der Meinung, dass die meisten Besitzer eines RS1000 zu DDR-Zeiten wirklich das auch einfach aus Herzblut betrieben haben, weil sie eben den Rennsport gemacht haben, weil sie selber ein Handwerksbetriebsleiter waren und einfach ein Faible für tolle Autos hatten. Und wer dann wirklich vielleicht auch auf der anderen Seite da in dem Bereich mit tätig war, schwer zu sagen. Ne? Das sind ja Dinge dann nach der Wende rausgekommen, das ist ja ein Großteil des Landes letztendlich mit involviert gewesen. Und deswegen kann ich das jetzt eigentlich nie so stehen lassen, dass jetzt hier jeder, der so einen Melkus gefahren hat, da irgendwie bei der Stasi war. Ich denke nicht, dass es so war, aber es wird sicherlich auch ein paar Fälle gegeben haben, ne, wo man das so sagen kann. Bei meinem Großvater weiß ich, dass er Zeit seines Lebens eigentlich da immer einen Weg gefunden hat, drum herum zu kommen und dann eigentlich erst in den späten 80er Jahren so halb verstaatlicht wurde und dort auf jeden Fall nie mit aktiv. Aber ich könnte mir natürlich durchaus vorstellen, dass es hier und da mal einen Kunden gegeben hat, der sozusagen dort auf den Wegen unterwegs war. Aber so dass man jetzt das ganze Projekt unter dem Thema sehen kann, so würde ich es nicht behaupten.
es war schon eine sehr spezielle eingeschworene Rennsportgemeinde und das stand im Vordergrund und das Politische wurde da eigentlich außen vor gelassen, weil der Rennsport war nie unbedingt etwas, was unterstützt wurde zu DDR-Zeiten und so ein Projekt wurde auch eher geduldet als unterstützt und gerade am Ende der Bauzeit weiß ich, dass mein Großvater es ganz schwer hatte, überhaupt noch Teile ranzubekommen, um die letzten 10, 20 Autos noch komplettieren zu können. Und so dass das auch ganz stark restriktiert wurde sozusagen vom Staat. Und es wurde vorgeschrieben, wie viel das Auto kosten durfte und wie man es vermarktet und so weiter. Also da hat er jetzt nicht einfach nur freie Hand gehabt und konnte machen, was er wollte, ne? Sondern er hat versucht, immer irgendwo Wege zu finden, wie auch viele anderen auch zu der Zeit. Und ja. Selbst wenn man sich keinen RS 1000 leisten kann, einen Hauch von Melkus gibt es auch schon günstiger. So, jetzt gucken wir uns nochmal an, wo die RS 1000 Karosseriebauteile hergestellt werden, aus GFK. Und das befindet sich in unserem Werkstattbetrieb, wo wir auch für Autonormalverbraucher eben sozusagen normalen Kfz-Werkstattbetrieb mit anbieten und eine professionelle Fahrzeugaufbereitung, die sich in Dresden auch schon etabliert hat und rumgebrochen hat. Und da könnt ihr mir jetzt einfach mal folgen. Hier werden die RS 1000 Formen sozusagen bearbeitet, um die Karosserieteile herzustellen. Wie früher wird das im Prinzip in einem Handlaminierverfahren hergestellt. Es gibt sozusagen negative Formen, wo dann sozusagen ein Positivbauteil daraus entsteht. Das wird in Handarbeit reinlaminiert, getrennt, dann natürlich entsprechend bearbeitet, um dann am Ende im Fahrzeugbau letztendlich verwendet zu werden. Hier entsteht jetzt zum Beispiel gerade ein Kofferdeckel. Das ist ein Stück Huteablage, was dann in die Heckhaube reinkommt. Das ist ein komplettes Heckteil, was gerade gebaut wird. Und ja, der Sportwagenbau und die Restauration von den Fahrzeugen, von den RS 1000 Fahrzeugen, ist nicht mehr unser Hauptstandbein. Ne? Das ist wirklich die Fahrzeugaufbereitung und der normale Kfz-Service. Aber wer unbedingt so ein Fahrzeug haben will, der kann gerne auf uns zukommen, da muss man sich zusammensetzen und ja, im Preisbereich um die 100.000 Euro plus kann man sich sozusagen so ein Fahrzeug dann auch aus historischen Teilen neu bei uns aufbauen lassen. Muss allerdings ein bisschen Geduld mitbringen, die Lieferzeiten sind dann doch etwas länger.